Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Jacke habe ich in 2 Varianten gehäkelt, um euch einmal aufzuzeigen, was bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien zu beachten ist. Die glockige Version habe ich aus Baumwollgarn mit einer Häkelnadel Nummer 4 angefertigt. Die schmale Version habe ich aus Acrylwolle mit doppeltem Faden und einer Häkelnadel Nummer 6 gehäkelt. Nähere Infos zu den verwendeten Materialien findet ihr wie immer im Anfangsbereich des Videos nach den Intros. Wie ihr seht, funktioniert die gleiche Anleitung für sehr unterschiedliche Materialien. Wichtig ist aber, dass die Nadelstärke zur verwendeten Wolle passt und vor allem darf die Häkelnadel im Verhältnis zur Wolle nicht zu dünn sein. Beide Jacken werden von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne gehäkelt. Bei der Baumwolljacke habe ich die Zunahmen im unteren Teil gleich wie bei der Passe weitergeführt. Bei der schmalen Variante habe ich im unteren Teil keine Zunahmen mehr gemacht. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Beachtet, dass ihr für beide Jacken eine separate Materialaufstellung findet. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel Nummer 4. Ich starte mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die sind unser erstes Stäbchen und ich häkle in den Ring 11 Stäbchen, sodass wir insgesamt 12 Stäbchen erhalten. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 12 Stäbchen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe inklusive Ersatzstäbchen 12 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und alle anderen Stäbchen verdoppeln wir. Das heißt, wir häkeln 2 Stäbchen in eine Masche. Und so erhalten wir 23 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 23 Stäbchen gehäkelt. Die letzten 2 Stäbchen befinden sich in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen.
Die sind ein Stäbchen und dann noch 2 Luftmaschen für den Abstand und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. So entsteht ein V. Wir lassen eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V. Wir lassen eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir müssen genau 12 V erhalten und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 11 V gehäkelt. Das letzte V häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Auch hier lassen wir eine Masche aus und häkeln unser V in die dritte Luftmasche. Wir müssen genau 12 V haben. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen und wir häkeln in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir springen ins nächste V und häkeln wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Es ergeben sich 12 Gruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch in das letzte V häkeln wir zunächst 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und am Schluss noch ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Das ist wieder unser Randstäbchen. Wir haben auch am Anfang der Reihe ein Randstäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen vor der Lücke. In die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und ein Stäbchen nach der Lücke. Wir lassen 2 Maschenköpfe aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke. Wir häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Wir lassen 2 Maschenköpfe immer aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und immer im Tal lassen wir 2 Maschen aus. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Wir haben 5 Reihen bis jetzt gehäkelt. Das ist die Basis der Jacke. Die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und
wir lassen immer eine Masche aus, wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und die erste Musterreihe ist eine Reihe mit Zunahmen und das bedeutet, wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und nach der Lücke ein Stäbchen. Jetzt haben wir die Anzahl beidseitig der Lücke auf 3 Stäbchen erhöht. Im Tal lassen wir immer 2 Maschen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und wie gesagt, im Tal immer 2 Maschen überspringen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben immer ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen überspringen wir und ab jetzt häkle ich das Randstäbchen einfach in die Lücke. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen auch hier eine Masche aus. Und jetzt ergeben sich bis zur Lücke 2 Stäbchen. Und in den Reihen ohne Zunahmen häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und nach der Lücke häkeln wir immer gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke, in dieser Reihe 2 Stäbchen. Wir lassen immer 2 Maschen im Tal aus, wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen nach der Lücke. Die Anzahl der Stäbchen ist gleich geblieben und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe überspringen wir das normale Stäbchen und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Wir wenden die Arbeit. Wir haben den Mustersatz jetzt einmal gehäkelt. Ich mache noch einen Mustersatz mit euch. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer eine Masche aus. Wir häkeln alle Stäbchen, die bis zur Lücke vorhanden sind. Und in der ersten Musterreihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Wir haben nun 4 Stäbchen beidseitig der Lücke, also ein Stäbchen mehr als im vorigen Mustersatz. Im Tal überspringen wir immer 2 Maschen. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke und in der Reihe mit Zunahmen häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Es muss sich immer so ausgehen, dass wir im Tal 2 Maschen überspringen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir überspringen das normale Stäbchen und häkeln unser Randstäbchen in die Lücke. Wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Wir lassen eine Masche aus. Wir häkeln alle Stäbchen, die bis zur Lücke vorhanden sind, und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Die Anzahl der Stäbchen beidseitig der Lücke verändert sich in dieser Reihe nicht. Im Tal überspringen wir immer 2 Maschen. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Und im Tal überspringen wir immer 2 Maschen. Und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe überspringen wir immer das normale Stäbchen und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Wir haben den Mustersatz jetzt 2-mal gehäkelt. Und dieser zweite Mustersatz wird nun sinngemäß wiederholt, bis die Passe eine bestimmte Größe erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke, aber schaut euch dazu gleich die nächste Einstellung an. Da zeige ich euch, wie ihr messen müsst und wie ihr eine Anprobe machen könnt. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht für die Größe 4042, und ich zeige euch, wie ihr das messen müsst. Wir messen vom Anfangsring in einem Tal gerade hinunter, und hier habe ich ca. 38 cm. Ich habe schon die Einteilung für die Ärmel gemacht, und wir haben folgende Einteilung. Wir haben 2 Zacken für das erste Vorderteil, 2 Zacken für den ersten Ärmel, 4 Zacken für das Rückenteil, 2 Zacken für den zweiten Ärmel und 2 Zacken für das zweite Vorderteil. Und sobald ihr eure Größe erreicht habt, können wir eine Anprobe machen. Und dazu klappt ihr die Teile so zusammen, wie die Jacke später getragen wird, sodass die Maschenmarkierer genau aufeinander passen, und dann gebt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Lücken durch, auf beiden Seiten, und dann könnt ihr hineinschlüpfen, und wenn das locker passt, könnt ihr die Ärmel abteilen. Wenn es noch nicht passt, fügen wir 2 Reihen hinzu. Ich habe ganze Mustersätze gehäkelt, sodass die letzte Reihe bei mir eine Reihe ohne Zunahmen ist, also eine zweite Musterreihe, damit wir alle dieselbe Ausgangsposition haben. Und jetzt zeige ich euch gleich zum Vergleich die Passe mit der dickeren Wolle, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Zum Vergleich seht ihr hier jetzt die Passe mit der dickeren Wolle und mit der dickeren Häkelnadel. Das ist eine Häkelnadel 6 mm, und die Wolle ist die Universe von Hobbii mit doppeltem Faden gehäkelt. Das heißt deutlich dicker als die Baumwolljacke, und ihr seht, auch hier ist die Passe wunderschön flach.
Sie hat dieselbe Form wie die grüne Passe. Der Unterschied liegt darin, dass wir das Maß mit weniger Reihen erreichen und dadurch auch hier am Ende weniger Stäbchen haben. Zum Vergleich, hier habe ich zum Beispiel nur 2x12 pro Zacke, bei der anderen Jacke habe ich 2x15 Stäbchen. Das ist der Unterschied und das Wichtige daran ist, dass man die Häkelnadel der Wolle anpasst. Man kann also nicht eine dicke Wolle nehmen und eine dünne Häkelnadel, weil sich dann das Ganze wellen würde. Und ich zeige euch jetzt anhand der grünen Jacke, wie man die Ärmel abteilt. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine Anprobe durchgeführt und sie war erfolgreich. Wenn es noch zu knapp ist, wie gesagt, fügt ihr 2 Reihen hinzu und macht wieder eine Anprobe, bis das passt. Und wenn es passt, dann können wir die Ärmel abteilen. Ich wende die Arbeit und jetzt genau aufpassen. Bei der dünneren Jacke führe ich die Zunahmen im unteren Teil weiter und das heißt, das Muster bleibt wie gehabt. Ich häkle in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wenn ihr die dickere Variante macht, da häkeln wir in die Spitze ab sofort in jeder Reihe nur noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das bedeutet, diese grüne Jacke wird im unteren Teil weit schwingend und die dickere Jacke häkle ich ab dem Abteilen der Ärmel gerade hinunter. Also noch einmal, bei der dünneren Variante häkle ich die Zunahmen weiterhin in jeder zweiten Reihe und bei der dickeren Variante häkle ich ab sofort in die Spitzen nur noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, damit die Jacke schmaler wird. Und wir häkeln die ersten 2 Zacken bis zum ersten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Ich habe 2 Maschenköpfe vor der Lücke aufgehört, weil ich hier kein Stäbchen überspringen möchte, mache ich hier auf die letzten 2 Stäbchen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dadurch verändert sich die Maschenzahl nicht, aber wir kommen bis zur Lücke hin. Dann überspringen wir 2 Zacken und machen beim nächsten Maschenmarkierer weiter. Und hier beginne ich direkt nach der Lücke wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und damit haben wir den Ärmel abgeteilt und gleichzeitig das Muster wiederhergestellt. Hier werden dann in der nächsten Reihe diese 2 Maschenköpfe übersprungen, wie ihr es gewöhnt seid. Jetzt häkeln wir die 4 Zacken des Rückenteils und dann zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich habe die 4 Zacken des Rückenteils gehäkelt und bei dieser grünen Variante in alle Spitzen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gehäkelt. Nicht vergessen, bei der schmaleren Variante keine Zunahmen mehr machen und keine Zunahmen bedeutet in die Spitzen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Und ich habe wieder 2 Maschenköpfe vor der Lücke aufgehört. Hier häkle ich 2 zusammen
abgemaschte Stäbchen. Dann überspringen wir wieder die 2 Ärmelzacken und gleich nach dem Maschenmarkierer häkeln wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann häkeln wir die Reihe wie gewohnt zu Ende, entweder mit oder ohne Zunahmen, abhängig von welcher Variante ihr gerade macht. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe ist für beide Varianten gleich. Eine ganz gewöhnliche zweite Musterreihe ohne Zunahmen, so wie ihr sie bei der Passe schon gemacht habt. Das heißt, wir häkeln in alle Spitzen nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, und ich häkle zunächst, bis wir unter dem Arm ankommen, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Hier seht ihr die zusammen abgemaschten Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke, aber nur 2 Maschenköpfe, und die lassen wir wie gewohnt aus und häkeln die Reihe zu Ende. Unter dem anderen Arm macht ihr das genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe wie gewohnt beendet und bei dieser weit schwingenden Variante häkle ich jetzt den Mustersatz wie gewohnt weiter, eine Reihe mit Zunahmen und eine Reihe ohne Zunahmen, und bei der schmalen Variante häkeln wir nur noch Reihen ohne Zunahmen. Also eine solche Reihe, die wir soeben gemacht haben, stets wiederholen, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Wir messen vom Anfangsring in der rückwärtigen Mitte gerade hinunter und ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, und wenn ihr euer gewünschtes Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe die Jacke so gefaltet, dass sich die Häkelnadel auf der linken Seite befindet. Mit der nächsten Reihe bestimmen wir nun die schöne Seite der Jacke. Bisher hat es keine schöne Seite gegeben. Und wir häkeln eine Abschlussreihe, und zwar starten wir wie immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen wie immer ein Stäbchen aus und wir häkeln bis zur Spitze, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen und hier häkle ich in die Lücke 5 Stäbchen. Dann häkeln wir das Muster wie gewohnt weiter. Im Tal überspringen wir genau wie immer 2 Stäbchen und bei allen Spitzen häkeln wir 5 Stäbchen in die Lücke, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die untere Kante beinahe fertig gehäkelt. Das Ende der Reihe ist wie gewohnt. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir an den vorderen Kanten weiter. Ich starte mit 3 Luftmaschen und ich häkle um das Randstäbchen herum
4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch und maschen 2 Fäden ab. Das machen wir 4 Mal. Wir häkeln also 4 nicht ganz fertige Stäbchen. Dann haben wir 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und dann häkeln wir 2 Luftmaschen. Wir springen zum nächsten Randstäbchen und häkeln wieder 4 nicht ganz fertige Stäbchen. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle zusammen ab und als Abstand 2 Luftmaschen. Und das machen wir, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen. Auch oben in den Anfangsring häkeln wir so eine Büschelmasche. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Die Kanten solltet ihr immer ein bisschen stretchen und ich habe bis an den Rand diese Büschelmaschen gemacht und am Ende häkle ich noch ein Randstäbchen in dieses erste freie Stäbchen und ich wende die Arbeit. Ich häkle eine Luftmasche und häkle sofort in den ersten Maschenkopf eine feste Masche und dann häkle ich in jede Lücke 3 feste Maschen. Das ist jetzt eine Reihe auf der Rückseite und das machen wir einmal rundherum, also bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz am Ende häkle ich noch eine feste Masche in die letzte Lücke um das Randstäbchen herum. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Ich wollte noch erwähnen, dass ihr diese Zipfel ein bisschen in die Länge ziehen könnt, damit sich die dann beim Tragen schön einrollen. Also alle Zipfel ein bisschen in die Länge ziehen. Ich befinde mich auf der schönen Seite der Jacke. Das erkennt ihr zum Beispiel hier an der Abschlusskante. Auf der Rückseite sind die Noppen rauer und auf der Vorderseite sind sie glatter. Und ihr müsst jetzt schauen, ob diese letzte Reihe hier beim Ärmel eine erhabene Reihe ist oder eine Reihe, die tiefer liegt. Bei mir ist die letzte Reihe eine erhabene Reihe, das heißt, ich kann auf der schönen Seite die erste Reihe des Ärmels häkeln. Wenn das bei euch anders ist, dreht ihr die Jacke so um, dass die schöne Seite innen ist und häkelt die erste Reihe auf der Innenseite, damit diese Struktur hier erhalten bleibt. Und wir beginnen unter dem Arm. Hier seht ihr den Zacken und wir lassen wie immer diese erste Masche des Zackens aus und eine Masche davor häkeln wir unser Randstäbchen.
Dazu holen wir uns den Faden durch und machen einen Knoten. Wir stechen in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch und häkeln unser Randstäbchen bestehend aus 3 Luftmaschen. Dann lassen wir die erste Masche des Zackens aus und häkeln unser Muster wie gewohnt. In die Spitzen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, im Tal 2 Maschen überspringen, genau wie immer, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen und hier lassen wir das letzte Stäbchen des Zackens aus und in die übernächste Masche häkeln wir das Randstäbchen. Als Kontrolle kann euch dienen, dass alle Flächen gleich viele Stäbchen haben und diese Anzahl Stäbchen bleibt nun erhalten. Wir häkeln immer dieselbe Reihe. Wir häkeln immer 3 Luftmaschen. Wir lassen den nächsten Maschenkopf aus und wir häkeln eine ganz gewöhnliche Musterreihe ohne Zunahmen. Wie gesagt, in die Spitzen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und im Tal wie gewohnt die 2 Maschen überspringen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Wie üblich lassen wir das letzte normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen. Wie gesagt, die Anzahl der Stäbchen bleibt die ganze Zeit unverändert und alle Flächen haben gleich viele Stäbchen plus die 2 Randstäbchen. Und jetzt wiederholen wir diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Am besten macht ihr aber eine Anprobe. Ganz zum Schluss häkeln wir dieselbe Reihe wie beim unteren Rand der Jacke und da müsst ihr darauf achten, dass die dann wieder auf der schönen Seite ist. Aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel auf die benötigte Länge gehäkelt und ich häkle dieselbe Abschlussreihe wie hier unten bei der Jacke und ich achte darauf, dass ich diese Reihe auf der schönen Seite häkle. Das seht ihr auch hier an der Jacke. Die letzte Reihe ist glatter als die Reihe davor und das ist die schöne Seite. Und wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln wie gewohnt bis zur Spitze und bei der Spitze sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen und ich häkle in die Spitze 5 Stäbchen. Dann häkle ich wie gewohnt weiter. Im Tal überspringen wir wie immer 2 Maschen. Den zweiten Zacken häkelt ihr genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe wie gewohnt zu Ende gehäkelt und jetzt schließe ich die Naht und ich achte darauf, dass die Naht auf der Innenseite der Jacke ist. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und häkle dann um jedes Randstäbchen herum in jede Lücke 3 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Dann häkelt ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere tolle Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude
beim Häkeln dieser wunderschönen Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.